Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute geht es um den US-amerikanischen Serienmörder Gary Ridgway. Er wurde für 48-fachen Mord verurteilt und erst am 30. November 2001, also nach rund 19 Jahren, konnte Gary gefasst werden. Gary wurde am 18. Februar 1949 in Utah geboren. Das liegt in dem Westen in der USA. Er gab an, sich schon früh für seine Mutter Mary Rita hingezogen gefühlt zu haben. Das fand er gleichermaßen erregend und abstoßend. Ich finde langsam keine Worte mehr für diese Person. Sein Vater Thomas Newton war Busfahrer und arbeitete oft an der Linie, die durch das Prostituiertenviertel Salt Lake Citys verlief. Er war religiös konservativ, klagte einerseits über den ihn umgebenden Abschaum, verkehrte andererseits aber ebenfalls mit Prostituierten. Die Familie zog in einen Außenbezirk von Seattle, in dem Armut und eine hohe Kriminalitätsrate herrschte. Mit 16 Jahren vollzog Gary erstmals eine Gewalttat, als er einem 6-jährigen Jungen in den Wald führte und ihn mit einem Messer erstach. Gary war ein äußerst schlechter Schüler. Sein IQ liegt im unteren 80er Bereich, war unter seinen Mitschülern aber beliebt. Wie so immer, der Klassenclown. Nach der Schulzeit ging er zur Navy. Er heiratete früh und zog mit seiner Frau nach San Diego. Die Ehe zerbrach und Gary heiratete kurze Zeit später erneut. Seine zweite Frau, Marcia Lorraine Brown, meinte, er habe sie nur als Sexobjekt angesehen. 1975 kam ihr gemeinsamer Sohn Matthew zur Welt, was Gary dazu brachte, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Als aber auch diese Ehe zerbrach, stand ihm nichts mehr im Weg, seine sexuellen Neigungen voll und ganz auszuleben. (1982), ein Jahr nach seiner Scheidung, begann seine Mordserie. Er fuhr mit seinem Pickup die Außenbezirke Seattles ab, sprach Prostituierte an und hatte mit ihnen in der Umgebung des Green Rivers Geschlechtsverkehr. Sowas machen nun mal Sünder. Oft ging er bei den Morden nach demselben Muster vor. Er erwürgte die Frauen mit seinen bloßen Händen und verscharrte die Leichen im Wald oder im Fluss. Nachts kehrte er häufig zurück, um sich erneut an den Leichen zu vergehen. Das ist eine ziemlich kranke Nummer. Schmuckstücke, die er bei den Damen fand, verkaufte oder verschenkte er, der gnädige Herr. Manche vermuten, Gary habe bis zu 71 Morde verübt. Er selbst sagt, es wären so viele gewesen, dass er sich nicht mehr an jede einzelne erinnern könnte. Bestätigt wurden jedoch 43 Opfer. Er ging bei der Auswahl der Frauen nach keinem Schema vor. Wichtig war ihm nur, dass er sie in seinen Augen als Abschaum ansehen konnte. Garys erstes Opfer von der Mordserie wurde am 15. Juli 1982 gefunden. Die Polizei nahm zuerst an, sie wäre ein Opfer häuslicher Gewalt. Doch als 4 weitere Leichen in und um den Green River gefunden wurden, ging die Polizei von einem Serienmörder aus. Im Jahr 1984 gründete die Polizei eine Taskforce, die einzig und allein zur Aufgabe hatte, den Mörder zu schnappen. Im Verdächtigenkreis waren über 12.000 Menschen. Das Gebiet um den Green River wurde ständig überwacht. Die Opferanzahl stieg auf 42 und die Polizei konnte keinen einzigen Ermittlungserfolg aufweisen. Gary hatte einen IQ von 85, verdammt nochmal. Wie kann ein Mann mit einem IQ von 85 eine Taskforce so lange an der Nase herumführen und neben der Taskforce bestehend 38 weitere Morde begehen? Also wenn Gary wirklich nur 85er IQ hatte, dann hatte diese Taskforce durchschnittlich einen IQ von Brot? Der berüchtigte Serienmörder Ted Bundy half ebenfalls der Polizei, indem er für sie ein psychologisches Täterprofil erstellte. Aber Ted Bundy wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Zudem kommen wir in einem anderen Video. Immer wieder hatte Gary Kontakt mit den Ermittlern. Er meldete sich auch freiwillig mal bei der Taskforce, um Informationen zu den Morden preiszugeben. Er spielte mit ihnen.
Selbst den Lügendetektortest bestand er ohne Probleme. 1987 hatte die Polizei erneut Kontakt zu Gary, da nachgewiesen werden konnte, dass er eine Verbindung zu mindestens 2 der 46 Opfer hatte. Sie nahmen DNS-Proben, doch die unausgereifte Technik machte eine Überführung unmöglich. Die Taskforce hatte bereits 15 Millionen Dollar gekostet. Aufgrund des Misserfolgs bestand das Sonderkommando im Juli 1991 nur noch aus einem Mann. Man ging davon aus, dass der Serienmörder bereits wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis saß oder verstorben sei. Obwohl es im Gebiet um den Green River weiterhin zu Morden kam, schrieb man sie ihm nicht mehr zu. Erst 8 Jahre später, im Jahr 1999, gab es Fortschritte bei der Ermittlung. Ein Opfer konnte durch neuartige DNA-Tests rückwirkend als Tracy Winston identifiziert werden. Im März 2001 wurden weitere Tests an den Fundstücken der Opfer durchgeführt. Es gab Übereinstimmungen mit Gary. Er wurde am 30. November 2001 verhaftet, plädierte aber auf nicht schuldig. Eine Sonderkommission wurde gegründet, um die Opfer mit ihm in Verbindung zu bringen. Ab 2003 kooperierte Gary mit der Polizei, um der Todesstrafe zu entgehen. Er half den Ermittlern, indem er sie zu den Leichen führte, um die Opfer zu identifizieren. Doch am 5. November 2003 bekannte er sich des 48-fachen Mordes für schuldig, was ihm eine lebenslange Haftstrafe einbrachte. Ich meine, Leute, hier stellt sich für mich wirklich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, hier stellt sich für mich diese Frage, war das alles nur ein Spiel? War das alles nur Täuschung? Konnte er wirklich die Menschen so um sich herum täuschen? Oder war es einfach nur Glück, dass er nicht aufgeflogen ist all die Jahre? Dumme Zufälle, die zu seinem Gunsten waren. Jedenfalls sitzt er jetzt lebenslänglich. Und womit? Mit Recht. Ich will euch was Krasses sagen. Nee, in der nächsten Folge. Peace.